4K 150 FPS, ProRes LT bis hin zu 4444 XQ, OpenGate in 3:2, Slow Motion mit bis zu 320 Bildern pro Sekunde und eine wunderschöne Color Science. Das alles in einem wunderschönen, kompakten, würfelförmigen Gehäuse. Das ist die Kinefinity Terra 4K. Eine kleine Kinokamera, die zu 2018 erschien und schon damals mit ihren Specs beeindruckte. Viele sagen, dass sie es problemlos mit Herstellern wie Red und Arri aufnehmen könnte. Aber stimmt das, besonders heute im Jahr 2025? Dies ist meine Review über eine beeindruckende Kamera, die leider zu Unrecht sehr unbekannt ist. Doch von Anfang an, wer ist überhaupt Kinefinity? Kinefinity wurde im Jahr 2012 in Peking gegründet. Sie zogen dann mit Kameras nach, wie beispielsweise der Kinemini, Terra, Mavo und Edge Serie. Heute bietet Kinefinity eine breite Palette an hochwertiger Kino- und Broadcast-Kameras an. Anders als in den USA und anderen Ländern ist Kinefinity in Deutschland nicht sehr bekannt. Meiner Meinung nach leider zu Unrecht, da die Kameras wirklich beeindruckend sind. Das Modell, welches ihr hier seht, ist die Terra 4K, welche ich vor einigen Monaten recht günstig auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Im Set war neben der Kamera, dem Monitor, der SSD, der V-Mount-Plate auch die Kinefinity eigenen Objektivadapter, die in meinem Fall für Canon EF-Objektive adaptierbar sind. Aber mehr dazu später. Wir verlinken einige Filme und Videos, die wir mit dieser Kamera gefilmt haben. Darunter ein richtig schönes Slow-Mo-Video oder wie ihr hier seht, ein paar schöne Beispielaufnahmen, die so ganz nebenbei entstanden sind. Reviews zur Terra 4K gibt es kaum zu finden und wenn, waren es Reviews, die zeitgleich mit der Veröffentlichung der Kamera erschienen. Dies ist bis heute noch ein Problem, denn viele Reviews zeigen meist die Produkte, die noch nicht fertig sind oder vor Veröffentlichung erscheinen. Auch bei der Terra 4K gab es wohl kleine Probleme, die durch spätere Produktionschargen und vor allem durch Firmware-Updates gewaltig verbessert wurden. Sogar noch mehr Bilder pro Sekunde rausgeholt wurden und tatsächlich auch so Sachen wie OpenGate hinzukamen. Auch das ganze Kinefinity-Ökosystem ist wirklich sehr gut durchdacht und bemerkenswert. Es gibt eine Menge an Zubehör und auch an verschiedenen Herstellern, um sich das eigene Kamerasetup besonders nach seinen Wünschen zusammenzustellen. Die Terra 4K ist eine wunderschöne würfelförmige Kamera und allein schon wegen ihrer Form besonders gut zum Ringen gedacht. Und das mit der Ergonomie ist zum Beispiel hier viel besser gelöst als bei anderen Herstellern. Ergonomie ist immer eine wichtige Sache. Bei der Terra 4K habe ich das Gefühl, eine richtige Filmkamera in der Hand zu haben. Das Gehäuse der Kamera ist recht schön gehalten. Es wiegt nur 990 Gramm und hat eine Größe von 11 x 10 x 11,5 cm. Das massive Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und ist tatsächlich für die Größe recht leicht. Die Verarbeitung, ja, man sieht es an manchen Ecken und Kanten, ist nicht so sehr sauber. Die Kamera gibt es in verschiedenen Farben, wie schwarz, grau oder wie in meinem Fall Silber. Es gibt auch seltene Editionen wie sogar in komplett rot.
Auf der oberen Seite der Kamera befinden sich ein paar Schlitze für den Lüfter der Kamera und ein paar Gewinde mit 1/4 Zoll Durchmesser, um Sachen wie Top-Panel, Cages und weiteres Zubehör anzubringen. Auf der rechten Seite der Kamera befindet sich das Kinefinity-Logo, eine Möglichkeit, um einen Seitengriff wie den sogenannten Kinegrip anzubringen, mit dem man die Kamera bequem mit der rechten Hand steuern kann und sogar mit Strom versorgen kann. Und ja, ich schätze mal, das ist die Bezeichnung der Kamera des Vorbesitzers. Ich frage mich, wenn das Bad Batch 2 ist, was ist mit Bad Batch 1 passiert? Auf der linken Seite befinden sich verschiedene Knöpfe, ein kleines Drehrad, um die Kamera bedienen zu können, ein Fach, in welches 2,5 Zoll SSDs passen, darauf nimmt sogar die Kamera auf, dazu aber später mehr, und ein USB-Anschluss, wo Firmware und LUTs installiert werden können. Auf der Rückseite befindet sich eine Anschlussmöglichkeit, um die Kamera mit einer WLAN-Antenne zu versorgen und um sie da per App zu steuern, einem HDMI-Ausgang, der leider nicht sehr gut funktioniert, und einem Anschluss, um verschiedene Backplates von Kinefinity anzubringen. Die Backplates erweitern die Funktionen der Kamera und ich habe hier in meinem Fall die Kineback Lite, aber es gibt auch eine größere Kineback, die sogar Anschlüsse wie XLR oder SDI bietet. Auf der unteren Seite befindet sich die Seriennummer der Kamera, 3 Gewinde, um die Kamera sicher auf ein Stativ, einen Shoulder-Rig oder ähnlichen wirklich sicher anzubringen. Kommen wir zur Vorderseite. Dort befinden sich diverse Anschlüsse für Kinefinity eigene Monitor oder Viewfinder. An der Terra 4K sind davon 2. Es handelt sich um einen eigenen Anschluss von Kinefinity, wo nicht nur das Bild der Kamera übertragen wird, sondern sich auch die Kamera so steuern lässt. Auch befindet sich ein Anschluss für 3,5 mm Klinke, um kleine Mikros anzuschließen. Andererseits hat die Kamera auch ein internes Mikrofon. Unten befindet sich eine Art Fuß. Er ist sehr unscheinbar, aber dennoch sehr clever. Gerade dieser verhindert das Überkippen der Kamera, falls man größere Objektive mal anbringt, das wie gesagt bei anderen Herstellern nicht so gut gelöst ist. Was hingegen sehr gut durchdacht ist, ist die Möglichkeit, verschiedene Objektive an der Terra anzubringen. An der Kamera befindet sich ein eigener Anschluss, der sogenannte Kinemount. Darauf kommt dann eine Art, nennen wir es Objektivadapter. Und diese Adapter bieten eine große Auswahl an Möglichkeiten wie zum Beispiel Sony E-Mount, PL-Mount, LPL-Mount oder EF-Mount. Einige Adapter haben sogar einen internen Speed Booster oder elektronischen ND-Filter. Ich habe in meinem Fall einen Speed Booster, wo leider vom Vorbesitzer die Pins beschädigt wurden. Bei den normalen sind jedoch die Pins intakt und über den Anschluss lassen sich dann zum Beispiel elektronische Kommunikation wie Bildstabilisator oder Blende steuern. Und das ist wirklich sehr unglaublich und ich kenne das kaum von anderen Herstellern. Dank niedriger Distanz zum Sensor bietet sich eine große Möglichkeit, Objektive von verschiedenen Herstellern zu nutzen. Die Objektive lassen sich anders anbringen, als man klassisch gewohnt ist. Man dreht sie nicht einfach auf den Objektivanschluss rauf und wartet, bis das einrastet. Nein, hier setzt man das Objektiv bzw. erst den Adapter auf die Kamera, hält ihn fest, denn er darf sich nicht drehen, sonst würden die Kontaktpins beschädigen, schiebt den Locking-Hebel rum, um den Adapter wirklich fest an der Kamera anzubringen. Darauf kommt dann das Objektiv. Genau hier ist dasselbe. Das Objektiv darf sich nicht drehen und schiebt auch hier eine Art Hebel rum, um das Objektiv wirklich sicher an den Adapter zu befestigen. Ein Vorteil ist daran, dass die Anschlussmöglichkeit wirklich bombenfest an der Kamera sitzt. Dies ist die zweite Generation, die ich von diesen Adaptern habe. Es gibt aber neuere Möglichkeiten, wo es wiederum eine Mischung aus klassischem Anschluss ist, sprich einfach raufdrehen und einen zusätzlichen Lock, um das Objektiv nochmal bombenfest wie bei einem PL-Mount-Objektiv anzubringen. Die Kamera nimmt auf klassischen 2,5 SATA SSDs auf. Man kann theoretisch von jedem beliebigen Hersteller Festplatten nutzen. Sie muss jedenfalls schnell genug sein. Kinefinity hat auch eigene SSDs, die sogenannte Kinemac. Der Name Kinemac erinnert sehr stark an RAID. Auf jeden Fall sind die SSDs nicht so teuer wie bei RAID. Die Kinefinity eigenen SSDs sind jedenfalls etwas spezieller als die normalen SSDs. Sie sind für die Kamera geeignet und können bei sehr hohen Datenmengen viel mehr wegschreiben.
Kommen wir nun zum Herzstück der Kamera, dem Sensor. Kinefinity hat in der Terra 4K einen CMOS-Sensor mit einer relativ untypischen Größe verbaut. Kinefinity bezeichnet ihn als Sub S35 und ist etwas kleiner als der normale Super 35 mm Sensor. Auf jeden Fall bringt ein kleinerer Sensor auch viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel lässt sich der Sensor schneller auslesen, was mehr Bilder pro Sekunde für bessere Slow Motion ermöglicht. Ein Nachteil ist hier der Crop-Faktor. Dank Speed Booster jedoch kann man diesen etwas reduzieren. Normalerweise liegt der Crop-Faktor bei diesem Sensor um 1.8. Mit dem Speed Booster lässt er sich auf 1.3 reduzieren und es lässt sich damit besser Lowlight filmen. Dennoch lassen sich mit diesem Sensor tolle Auflösungen und schöne Frameraten erzielen. Zuerst wählt man bei der Kamera nicht die Auflösung aus, sondern wie viel vom Sensor der Kamera genutzt werden soll. In der Terra 4K gibt es 3 Größen: den vollen Sensor, MFT, für Micro Four Thirds und Super 16. Durch das Reincroppen lassen sich wie gesagt bessere Frameraten erzielen, sorgt aber dafür, dass auch viel mehr Rauschen zu sehen ist. Dann gibt es die Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Auflösungen und Formate. Besonders faszinierend finde ich, dass man hier den vollen Sensor auslesen kann, also Open Gate. Man kann dann in verschiedenen Auflösungen aufnehmen. Selbst bei Full HD kann der volle Sensor genutzt werden, dank Oversampling. Wählt man dann zum Beispiel MFT oder S16, wird in den Sensor gekroppt. Das ermöglicht dann wie gesagt mehr Bilder pro Sekunde, um wirklich sehr schöne Slow-Mo-Aufnahmen zu erzielen. Es gibt auch die Möglichkeit für anamorphes Filmen. Die Vorschau kann in der Kamera entzerrt werden. Die Kamera besitzt auch hier einen dualen Native ISO. Der liegt hier bei 800 und 3200. Auflösung ist bei Aufnahmen nicht immer das Wichtigste. Die Terra 4K kann in fast allen ProRes-Codecs aufzeichnen, bis hin zu ProRes 4444 XQ. Wem das nicht reicht, hat die Möglichkeit sogar in 10D RAW aufzunehmen. Leider gibt es hier einen großen Haken. Auf Windows können diese Dateien leider nicht angezeigt werden. Höchstens DaVinci Resolve 16 kann diese in Windows importieren. Alle anderen Versionen stürzen komischerweise dann ab, wenn man die Dateien importiert. Auf einem Mac scheinen jedoch die RAW-Dateien ohne Probleme zu laufen. Vom Ton her kann man sagen, dass die Qualität okay ist. Der Ton des internen Mikrofons ist okay, würde ich sagen, kann aber in den meisten Fällen leider nicht genutzt werden, weil der Lüfter zu hören ist. So, ich stehe jetzt seitlich an der Kamera, jetzt mehr davor. Spreche jetzt mal rein, man hört aber den Lüfter und eventuell ein bisschen Wind. So, ich stehe jetzt wieder neben der Kamera. Ich habe den Lüfter ausgeschaltet und man sollte jetzt ein bisschen Umgebungsgeräusche hören, dafür aber vielleicht auch ein bisschen Wind. Im Notfall könnte man den Lüfter zwar ausschalten, ich schätze aber, in den meisten Fällen wird der Ton separat aufgenommen. Mikros mit XLR konnte ich leider nicht testen, da ich nicht, wie bereits erwähnt, die große Kineback besitze. Ich habe jedoch kleinere Mikrofone mit 3,5 mm Klinke an der Kinefinity benutzt. Oder einfach einen XLR-Recorder, der ein Line-Signal ausgibt und das an die Kamera weitergibt. In der Kamera gibt es ein kleines Untermenü zu Audio, was nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Bei Videoaufzeichnungen in Echtzeit, also 24 oder 25 Bildern pro Sekunde, sind die Tonspuren in der Videodatei eingebunden. Der Ton wird aber separat auch noch in Wave-Dateien im Unterordner der Aufnahme hinterlegt. Dies finde ich wirklich sehr gut, denn der Ton wird wirklich immer aufgezeichnet bei jeder Aufnahme, selbst bei Slow Motion. Wenn es zur Postproduktion geht, merkt man, dass die Terra die Aufnahmen in verschiedenen Unterordnern abspeichert. In den Ordnern befindet sich neben der Videodatei, wie bereits erwähnt, aufgezeichnete Wave-Dateien, die den linken und rechten Kanal wiedergeben, die verwendete LUT, die zum Film genutzt wurde, und ein paar weitere Informationen zum Material, welches man auch in der Kamera einstellen kann. Wie bereits erwähnt, kann man auf Windows RAW-Dateien nicht so richtig importieren oder bearbeiten.
Außer man nutzt DaVinci Resolve 16. Da können die Dateien entsprechend bearbeitet werden. Der weitere Workflow, wie das Color Management speziell eingestellt wird, zeigt Kinefinity auf ihrer eigenen Webseite. In ProRes, wie gesagt, kann man bei Windows alles ohne Probleme bearbeiten. Auch in Premiere gibt es keine Probleme, jedoch nutze ich DaVinci Resolve Studio Version 19. Erst das eigene Bearbeiten, Color Grading und dann am Ende die Kinefinity LUT anbringen. Entsprechende LUTs sind auf der Webseite von Kinefinity gratis zum Download erhältlich. Es gibt aber auch andere Hersteller, die tatsächlich LUTs für die Terra oder Kinefinity generell anbieten. Auf jeden Fall lässt sich eins sagen: Die Farben, die die Kamera einfängt, sind wirklich sehr wunderschön und sollen sich angeblich sehr nah an Ari orientieren. Man kann tatsächlich neben einer LUT einfach ein Color Space Transform mit Ari-Log C3 verwenden und dann halt so das in seinen gewohnten Workflow einbinden. Wegen der Sensorgröße ist das Lowlight-Verhalten etwas, sagen wir mal, schwierig. Es ist nicht schlecht, aber das ist alles auf jeden Fall nicht auf dem Level wie zum Beispiel bei Sony mit seiner A7-Reihe. Nichtsdestotrotz ist das Filmen mit der Terra 4K, mit dem richtigen Adapter, also dem Speed Booster und einem richtigen lichtstarken Objektiv wirklich sehr schön. Eine Rauschreduzierung ist in den meisten Fällen tatsächlich gar nicht notwendig und bei manchen Aufnahmen habe ich auch tatsächlich mit 50 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Das komplette Video, wo wir mit der Kinefinity nachts durch Berlin gelaufen sind, ist hier verlinkt. Oder schaut einfach in die Videobeschreibung. Ein Punkt, auf den ich weiter eingehen möchte, ist Slow Motion. Wie bereits erwähnt, sind hier Frameraten bis zu 320 Bilder pro Sekunde möglich. Ich persönlich hatte noch nie so eine Kamera mit solchen Specs gesehen. Ich habe in der Vergangenheit wirklich sehr viele Testaufnahmen mit dieser Kamera in Slow Motion gefilmt, wie hier ein paar zu sehen sind. Je nachdem, was man filmt, wirken manche Aufnahmen, als wenn sie wirklich stehen. Slow-Motion-Aufnahmen brauchen viel Licht. Wenn man da wirklich nicht sehr knapp überbelichtet, ohne dass natürlich die Highlights klippen, rauscht das Bild leider sehr, sehr stark. Wir haben das ganze Thema Slow Motion auf jeden Fall auf die Spitze getrieben, als wir bei einer Motorshow in Prenzlau filmen durften. Auch hier haben wir einen kleinen Film auf YouTube hochgeladen. Es ist hier oben in der Ecke verlinkt. Viele beeindruckende Stunts, Drifts, Crashes und Monster Trucks. Der Dreh hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es gab aber auch hier ein paar Probleme mit der SSD. Gerade wo der Motocross-Fahrer seine Stunts dem Publikum präsentieren wollte, zeichnete die Kamera nicht mehr richtig auf. Oft zeigte der Monitor in der Ecke ein rotes Flash an. Ich wechselte zur zweiten SSD, jedoch verstrich viel wertvolle Zeit, besonders weil die Kamera 30 Sekunden zum Starten braucht. Als zweite SSD habe ich diese Festplatte eines anderen Herstellers genutzt. Soweit gab es hier bei dem Dreh auch keine wirklichen Probleme mehr. Jedoch ist es wirklich sehr ärgerlich, weil sowas darf tatsächlich nicht passieren. Man muss auch dazu sagen, die Umstände, wo ich diese Slow-Motion-Aufnahmen angefertigt habe, waren nicht gerade sehr schön. Es war wirklich sehr heiß. Ich habe auch zur Sicherheit dann nochmal den Lüfter hochgedreht und auf jeden Fall habe ich auch viel hintereinander weggeschrieben. Auf jeden Fall war sonst das Aufzeichnen sehr zuverlässig und selbst bei kalten Temperaturen lief alles wie erwartet. Um gute Aufnahmen aufnehmen zu können, muss man das Bild beurteilen können. Dazu kann man unter anderem Monitore oder auch Kamerasucher benutzen. Bei der Kinefinity gibt es, wie bereits erwähnt, ein eigenes System mit einem eigenen Anschluss und dazu passenden Monitoren. In meinem Fall ist es die Version des Kinemon U5. Das 5 steht hier für 5 Zoll. Wem das zu klein ist, kann auch auf einen 7 Zoll Monitor setzen. Die älteren Monitore, die anfangs mit der Terra 4K ausgeliefert worden, waren auch tatsächlich nicht besonders schön und nicht so gut in Sachen Helligkeit. Der Monitor, der bei meiner Kamera mitkam, ist auf jeden Fall gut genug, um auch bei hellem Sonnenschein arbeiten zu können. Leider lassen sich hier externe Monitor etwas schwierig anbringen, zumindest über HDMI.
Laut einigen Reviews soll bei den älteren Kameras von Kinefinity der HDMI-Anschluss manchmal Probleme gemacht haben. In meinem Fall funktioniert tatsächlich der HDMI-Anschluss, jedoch muss man zuerst den externen Monitor anschalten, dann die Kamera. In den neueren Kameras von Kinefinity wurde tatsächlich auf HDMI verzichtet und setzt auf SDI. Hier wurden Materialien wie Aluminium und Glas verwendet. Das Ganze in einem schönen schwarzen Matt macht schon meiner Meinung nach etwas her. Am Monitor gibt es 5 Tasten, einen für Record, einen für die Wiedergabe der Aufnahme. An der linken Seite sind 2 Funktionstasten und ein Wahlrad. Das Wahlrad stellt sozusagen die Helligkeit des Monitors ein und man kann auch so Sachen wie Kontrast nochmal nachträglich anpassen. Darunter sind 2 Funktionsknöpfe, 1 und 2. Die bieten die Möglichkeit, um zum Beispiel Histogramm und Focus Peaking zu aktivieren. Die Knöpfe haben eine Doppelfunktion. Bei längeren Gedrückthalten lassen sich zum Beispiel sogar Sachen wie False Color anzeigen. Es können über die Kamera auch eigene LUTs oder auch von anderen Herstellern reingeladen werden. Kommen wir nun zur Menüführung der Kamera. So, kommen wir nun zur Menüführung der Kamera. Ihr seht eventuell ein Schwarzbild. Das hat damit zu tun, dass man die Kamera erstmal hochfahren muss. Ich möchte euch mal zeigen, wie lange das dauert. Ich drücke jetzt den Knopf. So, man hört eventuell, die Lüfter gehen hoch. Und ja, wie gesagt, es dauert leider ein bisschen, bis die Kamera hochfährt. Wir sehen jetzt gerade das Kinefinity-Logo. Je nachdem, wie die Kamera das hier einfängt, es flimmert hier ein klitzeklein bisschen. So, sollte die Kamera hochfahren. So, die Kamera ist hochgefahren. Gehen wir erstmal sozusagen auf die, ich sag mal, Basics ein. Wir sehen jetzt über ein paar Parameter sozusagen den Status der Kamera. Ich kann jetzt auch noch mal kurz, wenn ich das finde, ein paar Sachen hinzufügen oder ausschalten. Fangen wir mal oben an. Links steht Live View. Das ist sozusagen der Status der Kamera. Wenn ich jetzt eine Aufnahme starten würde, das kann ich jetzt mal machen. Steht da oben Record. Unten sehen wir, steht auch nochmal Record und der Timecode, der aufgezeichnet wird. So, ich drücke jetzt nochmal Record, also beenden. Die Kamera macht auch dazu sozusagen ein paar Signaltöne. Und wenn wir uns das anschauen wollen, was die Kamera gefilmt hat, und zwar wenn wir auf der seitlichen Taste das Play-Symbol drücken oder oben auf dem Monitor, dann steht da oben Playback und ihr seht gerade schwarz, das ist das, was ich jetzt eben gerade gefilmt habe. Dann als nächstes kommt die Einstellung, da steht auch 4K DCI, das ist unsere aktuelle Auflösung. Davor steht noch ganz, ganz klein, falls ihr es überhaupt sehen könnt, ich glaube nicht, das S35. Wozu das steht, kommen wir noch gleich zu. Als nächstes sehen wir 24 FPS. Und dann noch ein paar kleine Nullen. Das kann man auch nochmal einstellen. Das ist die Framerate, mit der man aktuell filmt. Daneben steht die Belichtungszeit. Die ist bei mir auf Shutter Angle gestellt. Man könnte auch normale Belichtungszeit einstellen. Daneben kommt dann die Blende. Ich habe ja hier ein elektronisches Canon EF Mount Objektiv dran. Und wenn ich zum Beispiel an der Kamera am Wahlrad das hin und her stelle, kann ich die Blende verändern. Als nächstes steht da Casey Noid. Das bedeutet, das ist die LUT, die gerade die Kamera anzeigt. Daneben kommt dann der Weißabgleich, der ISO. Und neben dem ISO und auch neben dem Weißabgleich, da stehen auch nochmal kleine Zahlen. Neben dem kleinen Weißabgleich können wir sozusagen die normale Temperatur verändern. Dahinter den Tint. Hinter dem ISO steht jetzt 3200 und dann, ich glaube, plus 6,4. Das bedeutet, dass wir den Highlight-Bereich sozusagen verschieben können. Also wir können den Dynamikumfang der Kamera auch nochmal verschieben. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. So, dann unten links kommt dann jetzt wo Projekt sollte es eigentlich heißen, und ein paar Zahlen stehen. Das ist sozusagen der aktuelle Dateiname. Als nächstes steht da A013 und dann eine Zeit von 6 Stunden und 20 Minuten. Das ist sozusagen die Aufnahmezeit, die wir mit dem aktuellen Speichermedium verwenden können. In der Kamera befindet sich jetzt eine 1 TB SSD und in der aktuellen Einstellung mit 4K 24 FPS und ProRes, das ist jetzt das, was danach kommt unten, der Codec. Also könnte man jetzt 6 Stunden und 20 Minuten filmen. Danach kommt der Timecode, der ist jetzt gerade auf Rec eingestellt, also sprich, je nachdem wie ich das in der Kamera einstelle, das wird auch angezeigt. Als nächstes wird dann die Spannung des aktuellen V-Mount-Akkus angezeigt.
Der befindet sich jetzt ungefähr bei 15,3 Volt. Als nächstes sieht man eine Temperaturanzeige. Das ist das, was, glaube ich, die aktuelle Sensortemperatur der Kamera anzeigt. Die Kamera muss man nämlich in regelmäßigen Abständen auch vom Schwarzwert neu black balancen oder Schwarzwert kalibrieren, wie man halt sagt. Zeige ich auch noch, wie man das macht. Und zu guter Letzt, wenn ich jetzt mal ganz nah an die Kamera rangehe, man auch lauter spricht, hoffentlich war das jetzt in der Aufnahme nicht so stark zu hören, die Audiowellen, die ausschlagen. Also da schlägt einer von zwei aus. Das ist sehr, sehr clean gehalten. So, wenn ich die Menü-Taste drücke, sieht man das. Das ist im Prinzip das gesamte Menü. Und das ist sehr, sehr clean eingeteilt. Wir können jetzt mal Stück für Stück alles mal abarbeiten. Wenn ich jetzt mal auf Shooting gehe und bestätige, dann haben wir zum Beispiel hier die Sachen, die wir zum Einstellen benötigen. Beispielsweise den Codec, da gehe ich jetzt auch nochmal drauf. Wie ihr seht, Cinema DNG RAW können wir sogar aufzeichnen. Leider lässt sich das nicht so auf Windows nutzen. ProRes, die ganzen Codecs, wie schon bereits erwähnt. Wir haben sogar 4444 XQ für ja, ganz extreme Sachen. Ich gehe jetzt mal auf 422. So, das sind jetzt zum Beispiel die Projekteinstellungen. Also je nachdem, welche Kamera, das kann ich jetzt alles einstellen, was nachher zu sehen sein soll. So, dann gehe ich nochmal zurück. Custom FPS, das ist das, was ich erst meinte. Man könnte hier ganz eigene FPS einstellen. Dann kommen wir zu Projekt FPS. Das bedeutet das, was das jeweilige Projekt nachher sein soll von der Timeline. Würde ich jetzt ans Fernsehen liefern, wäre es jetzt 25 oder 50 FPS. Für viele Projekte nehme ich aber sowas wie 24 FPS, das für YouTube ist oder falls das mal wirklich so sein sollte, 60 FPS. Außerdem noch eine Sache, wenn ich jetzt mal auf 24 oder 25 stelle, die Aufnahme-FPS sind jetzt gerade bei 24. Wenn die nicht mit dem Projekt FPS einstimmen, wird das oben ja, gelb. Und das Gelb bedeutet, es ist nicht synchron mit den Einstellungen. Das ist sozusagen Schwarzbalken. Falls wir hier noch ja, als Overlay jeweils Schwarzbalken haben wollen. Als nächstes kommt dann Format SSD. Wenn ich jetzt die SSD neu formatieren möchte, gehe ich erst ja, auf das Real, sozusagen auf A13 habe ich es jetzt gestellt. Ich formatiere die jetzt auch einmal kurz. Werde ich nochmal gefragt, möchte ich das wirklich formatieren? Ja. Jetzt steht unten auch, die SSD wird gemountet. So wie ihr seht, die SSD wurde erfolgreich formatiert. Jetzt könnten wir auch filmen. Als nächstes kommt Image Format. Das bedeutet, welche Fläche des Sensors ausgelesen werden soll. Gehen wir mal darauf. Erst dann können wir auch die ja, jeweilige Einstellungen von Auflösung wählen, wie zum Beispiel Open Gate. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleineres Format nehme, ihr seht so vielleicht ein bisschen, es hat sich verändert vom Crop her. Das sind halt die Auflösungen, die ich mit S16 filmen könnte. Ich kann jetzt nochmal in MFD gehen. Je nachdem, was wir filmen können und vor allem auch welche Bilder pro Sekunde ausgelesen werden können, ist tatsächlich von der Sensorgröße abhängig. ISO Highlight Stops, das ist das, was ich erst gemeint habe, dass im Bereich von Mittelgrau und darüber nur 3,6 Highlight Stops zur Verfügung hätte. Würde ich jetzt mehr wollen, könnte ich auf voll 5,6 gehen. Hätte ich mehr Highlights, die würden nicht so leicht ausbrennen. Nachteil wäre, die Schatten rauschen mehr. Ich habe die für gewöhnlich dann immer auf 4,3 oder 4,6. Und hier könnte ich jetzt ein Preset speichern. Die Kamera hat Presets, die könnte ich mir speichern. Das sind jetzt sozusagen meine. Und dort könnte man ganz schnell hin und her wechseln zwischen Bilder pro Sekunde, Auflösung und ja. Als nächstes kommen wir in Live View. Das ist sozusagen unser, wie jetzt was angezeigt wird, Custom White Balance. Würde ich dann ja, selbsterklärend einen eigenen Weißabgleich setzen. Guide, da könnte ich dann je nachdem ein paar Sachen nochmal einstellen. Könnten sogar Farbbalken jetzt rausgeben, so würde es aussehen als Referenzbild. Und hier steht Waveform based on Doppelpunkt LUT oder ja. Also die Kamera nimmt nur in Log auf, die LUT wird nicht in dem Material eingebrannt.
Ich habe das immer auf jeweils LUT oder Log. LUT, wenn ich zum Beispiel LUTs habe zum jeweiligen, ja, kann ich mal kurz zeigen, zum jeweiligen Belichten. Hier zum Beispiel gibt es die GAFPA LUTs. Ansonsten, ja, kann man dann das dann so machen. Man kann es auf Log lassen, je nachdem. Genau, so der Rest ist, es sollte eigentlich selbsterklärend sein. Playback wäre jetzt, wenn wir uns das anschauen, soll das geloopt werden. Und genau, Footage Preview würde ich immer auf Auslassen. Network, das wären jetzt so Sachen, wenn wir WLAN an hätten. Active Mount, das bedeutet, wenn wir jetzt, je nachdem, was für ein Kine-Mount Adapter wir dran hätten, ich habe jetzt den EF-Mount dran, könnten wir die Stromzufuhr zum Objektiv auf deaktivieren, Standard oder Enhanced setzen. Das bedeutet, dass wir halt ein bisschen mehr Spannung geben können, beziehungsweise dadurch, wenn wir jetzt ein Objektiv hätten, was bildstabilisiert ist, genau, Wheel Control, das ist das, was ich jetzt gerade mache. Das ist das, was ich auch gerade gezeigt hätte. Hier, wenn wir ein END hätten als Adapter, haben wir nicht. Und ja, genau, der Lüfter, das ist das, was ich auch noch einstellen kann. Ich kann den Lüfter ausschalten. Hört sich so an. Ich kann den Lüfter aber auch volle 100% geben. So, gehen wir auf 50%. So Fan Stop Never oder auf While Record oder Recording. Sprich, wenn ich jetzt filmen würde, würde der Lüfter ausgehen. Würde ich auch nicht immer lassen, je nachdem, wenn er passiert, wenn leer zu gehen. Und zwar schaltet sich dann die Kamera ab einer bestimmten Spannung aus. Hier könnten wir zum Beispiel eine LUT reinladen. Genau, in Sync finden wir jetzt sowas wie Teddylight, den Beeper und ja, solche Sachen halt. Auf System, da finden wir jetzt auch Spracheinstellungen. Es gibt nur Englisch oder Chinesisch. So, dann könnten wir hier noch Datum und Uhrzeit einstellen. Digital Horizon Calibration bedeutet, also wenn ich jetzt mal die Kamera ein bisschen bewege, ihr seht das da unten. Das ist sozusagen ein Indikator, ob die Kamera richtig steht, sozusagen sowas wie Gyrodaten. Genau, und jetzt könnten wir hier nochmal alles zurücksetzen, Firmware installieren, auch nochmal die Settings speichern und ja, wenn ich jetzt nochmal Ton hätte, halt, das sind die Toneinstellungen, mehr kann ich echt nicht einstellen, das ist alles. Leider ein bisschen mau und ja, im Prinzip sind das so die Einstellungen, die ich mit dieser Kamera machen kann. Es ist sehr ungewohnt, aber man gewöhnt sich wirklich sehr, sehr schnell dran. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt noch den Monitor hier die Tasten jeweils bedienen müsste, wenn ich jetzt auf das Rad gehe, reindrücke, könnte ich so die Helligkeit einstellen, den Kinemon U2. Wenn ich jetzt die gedrückt halte, kommt dann auch, ja, wie rum soll der Monitor sein. Drücke ich jetzt auf der Funktionstaste 1 einmal kurz, das wäre dann Focus Peaking. Halt, Focus Peaking. Und wenn ich dann gedrückt halte, kann ich dann Peaking an- oder ausschalten. So, drücke ich jetzt auf 2, seht ihr unten das Histogramm. Wenn ich das gedrückt halte, komme ich in die Anzeige für False Color. Also sprich, wie bei Blackmagic könnten wir daran sehen, ob das alles so richtig belichtet ist, wie es sein soll. Ja, das sind alles im Prinzip ganz normale Einstellungen für eine Filmkamera. Es gibt aber noch ein zweites Menü. Wenn ich in diese Kamera gehe, ich schalte sie jetzt mal aus. Also ich drücke jetzt die Menütaste 4 Sekunden und schalte die Kamera ein. Genau, hier unten seht ihr Calibration Mode. Da kann man nochmal so Sachen wie Black Balancing einstellen. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ihr im Calibration Mode seid, nicht wundern, euch wird das Bild der jeweiligen Kamera nicht angezeigt in dem Moment. Höre ich jetzt mal auf System, könnte ich dann Black Balancing einstellen. Dann müsste ich das dann machen. Das können wir auch mal machen. Mache ich mal ja. So, dann hier noch der Hinweis. Objektiv darf nicht offen sein, darf kein Licht reinkommen. Und dann, falls man mal vielleicht einen toten Pixel hat oder überstärkteres Rauschen im Bild,
ja, es wird sowieso immer empfohlen, die Kamera erst ein bisschen laufen zu lassen in der jeweiligen Aufnahmeumgebung und dann macht man ein Black Balancing und könnte man dort die besten Ergebnisse erzielen. So, wir sind dann fertig und könnten so die Kamera jetzt nutzen. So, kommen wir zum Fazit der Kamera. Ich beschreibe es mal mit den Worten, die mir der Verkäufer so wirklich geschrieben hat, als ich die Terra 4K damals von ihnen abgekauft habe. Und zwar hat er geschrieben, es fühlt sich in der Hand so an, als wenn man wirklich eine echte Filmkamera in der Hand hat. Und ja, das kann ich tatsächlich so bisher bestätigen, was man da für diese Kamera kriegt. Eine wirklich gute 4K-Qualität, eine wunderschöne Color Science, guten Dynamikumfang und vor allem auch wirklich unglaublich gute Bilder pro Sekunde, um damit auch super schöne Slow Motion irgendwie aufnehmen zu können. Einen Minuspunkt würde ich definitiv mit dem RAW-Workflow geben. Wie gesagt, ich nutze nur einen Windows-PC und dass ich da das RAW nicht nutzen kann, das ist schon echt wirklich schade. Und ich kenne tatsächlich bloß noch den Umgang mit so Kameras wie von Blackmagic, gerade mit der Pocket-Reihe. Ich habe ja eine Pocket 6K Pro und eine Pocket 4K. Also das Gefühl bisher damit war bisher immer sehr schwierig, finde ich. Gerade wenn es auch ums Thema Riggen geht. Und da wird es schon sehr schnell sehr klobig. Das mag jetzt zwar nach nicht viel klingen, aber ich finde, das macht schon einen ganz großen Unterschied. Von der Handhabung finde ich diese Kamera echt unglaublich. Es fühlt sich so an, als wenn man wirklich was in der Hand hat. Und ob diese Kamera wirklich an ARRI oder RED rankommt, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie mit einer ARRI gearbeitet, ich habe auch noch nie eine RED gehabt. Und zwar habe ich mich mal mit einem Besitzer einer Edge 8K, also einer Kinefinity Edge 8K, unterhalten. Er hat nebenbei 3 dieser Kinefinity-Kameras, unter anderem aber auch eine ARRI Amira. Und er hatte gesagt, ja, es ist tatsächlich genau, als würde man von der Color Science her für eine ARRI haben. Dann gibt es vielleicht noch so ein paar Sachen wie Zuverlässigkeit. Die Kamera hat mich wirklich nicht mehr in den Stich gelassen, seitdem das damals mit diesen Slow-Mo-Aufnahmen passiert ist. Wie gesagt, woran das damals gelegen hat, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal wirklich, es lag an der Hitze und dadurch, dass ich wirklich fast nonstop nur 320 Bilder pro Sekunde einfach nur weggeschrieben habe. Ich habe diese Kamera tatsächlich auch für manche Produktionen schon eingesetzt. Für unsere Weihnachtsüberraschung habe ich tatsächlich die Terra 4K auch ab und zu mal als Hauptkamera benutzt. Parallel dazu das Material mit der 6K Pro zugeschnitten. Auch wenn der Ton in 16-Bit aufgenommen wurde, war die Qualität eigentlich okay, würde ich behaupten. Also jetzt zumindest das, was ich mit der 3,5 mm Klinke und den Rode NTG aufgenommen habe. Also ich würde schon sagen, die Kamera kann man wirklich für ernste Produktionen definitiv nutzen. Und ich muss auch sagen, da gab es schon Kameras in der Vergangenheit von anderen Herstellern, die hätten mich eher, ich sag mal, ja, in Stich gelassen als die Terra 4K. Eine andere Frage wäre höchstens auch der Support. Viele würden sich jetzt sagen, ja, wo kriege ich überhaupt so eine Kamera her? Wo kriege ich das Zubehör her? Und zwar gibt es einen Verkäufer bzw. einen Shop, der nennt sich Gafbar Gear. Gafbar Gear hat auch wirklich engen Kontakt mit Kinefinity, sprich die machen auch den Support in der EU. Dadurch, dass Kinefinity sehr klein ist und halt auch die Kameras wirklich, ich sag mal, eine kleine Community haben. Es gibt einen zentralen Ort, wo sich die Kinefinity-User untereinander austauschen. Ich habe auch in den vergangenen Monaten viele Leute mit Problemen sich in die Gruppe an andere wenden sehen. Ich muss auch dazu sagen, wie da zum Beispiel manche Probleme gelöst wurden. Auch zum Beispiel, dass der CEO von Kinefinity sogar sich bei manchen Sachen selbst höchstpersönlich eingeschaltet hat. Das fand ich schon cool. Das würde ich so von anderen Herstellern nicht kennen. So wie dieses System Kinefinity funktioniert, von den Kameras, von dem Equipment, das wirkt unglaublich durchdacht. Das sind so Kameras, mit denen man zum Beispiel nicht einfache YouTube-Videos macht oder so, sondern das sind Kameras, die wollen an die Grenze gebracht werden. Das sind wirkliche Werkzeuge, so wie ARRI, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, um richtig filmische Meisterwerke zu schaffen. Und ich muss schon echt sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von diesen Kameras. Und aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch diese Review gemacht, weil ich zur Terra 4K oder zu anderen Kinefinity-Sachen so gut wie gar nichts gefunden habe. Auch dass immer, wenn ich was gefunden habe, die Produkte
immer im Anfangsstadium irgendwie waren. Immer hat man gehört, ja, es ist ein Produkt, welches sich in der Entwicklung befindet. Ja, es ist ein Produkt, welches noch nicht final ist. Da hat sich so viel verändert, da hat sich so viel verbessert. Und darüber spricht niemand. Und das finde ich wirklich enttäuschend. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diese Review mache. Und ich bin auch wirklich gespannt, was von Kinefinity jetzt in Zukunft davon zu den Kameras so noch auf dem Markt erscheinen wird. Und zwar bin ich auch in den vergangenen Monaten wie so eine Art, ich sage immer, in so ein Rabbit Hole abgestiegen. Habe mich so fasziniert, auseinandergesetzt, wie die Kameras funktionieren. Auch zum Beispiel die neueren haben es mir sehr angetan und ich würde unglaublich gerne zum Beispiel eine Mavo Edge 6K mal in die Finger kriegen wollen oder eine Mavo LF Mark II. Gerade die neueren Kinefinity Kameras, die haben wirklich so interessante, so schöne Sachen, die ich wirklich schon mit der Terra 4K ein bisschen misse. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese wirklich große, aufwendige Review gefallen. Vielen Dank nochmal an Max für das Bereitstellen der Musik. Danke an Kashif nochmal für das Filmen von manchen B-Roll-Aufnahmen. Und wie gesagt, ich werde versuchen, jetzt auch ein bisschen mehr zum Thema Kinefinity hier auf unserem Kanal irgendwie zu bringen, weil ich das System einfach super interessant finde. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben oder uns über Social Media kontaktieren. Dort findet ihr uns und ja. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieser wirklich krassen Review und wir sehen uns beim nächsten Mal.